Ich finde es halt persönlich nur wasted. Hat mich bei Flive PC manchmal schon getriggert. Da haben sie auch manchmal vereinzelt. Flive PC zum Beispiel hat das Valentinstag-Event gestartet. Nur mal so, by the way. Aber bei Flive PC haben sie auch mal teilweise vereinzelt Feiertage und oder Events ausgelassen. Wenn es sich halt irgendwie nicht ausgegangen ist. Und ich finde das halt so wasted, weil vor allem bei so einem Spiel wie Flive, die posten ja sowieso eigentlich schon nie irgendwas großartig für Social Media oder sonst auch irgendwelche anderen Sachen. Und ich denke mir halt so als Unternehmen, willst du eigentlich jeden Tag irgendwas Besonderes machen, um Engagement zu farmen und die Leute irgendwie am Spielen zu halten und denen irgendwas zu geben oder so. Das heißt, eigentlich ich würde wahrscheinlich jeden Tag gucken, Tag der Toilette, Tag des Handtuchs, Tag der Zahnbürste. Na klar, man muss natürlich auch nicht komplett übertreiben. Also große Dinger würde ich immer mitnehmen. Ich meine, Valentinstag ist halt schon ziemlich groß, kennt man nicht auf der ganzen Welt, würde ich jetzt mal behaupten. Oder St. Patrick's Day tatsächlich eher weniger, das ist mir nur Amerika und was ist das? Irland, oder? Ja, ich glaube schon. Das zum Beispiel jetzt eigentlich eher weniger. Aber ich meine, es reicht ja eigentlich schon, wenn es nur so ein bisschen bekannt ist. Ich meine, muss ja nicht unbedingt überall gefeiert werden, dass es nicht reicht, um ein Event zu veranstalten. Und sowas wie White Day oder so findet ja auch eigentlich nur in Asien statt und trotzdem haben wir es. Na gut, okay, Flive kommt aus Asien, aber ja. Auf jeden Fall, ich würde halt wahrscheinlich gucken, dass ich wirklich alles mitnehme. So viel wie nur geht. Und wenn halt mal eine lange Wartezeit zwischen zwei Sachen ist, also keine Ahnung, vielleicht gibt es mal irgendeinen Zeitraum, wo irgendwie 2 Monate lang irgendwie gefühlt gar nichts ist, was so für Videospiele passt oder so. Dann könnte man halt einfach gucken, weil wie gesagt, kenne ich noch früher aus diesen Hausaufgabenheften, da stand es immer drin, Tag der Toilette, Tag des Sandwiches und so. Aber ich meine, gefühlt jeden Tag ist irgendein Scheißtag für irgendeine Scheiße. Muss man wirklich so sagen. Wahrscheinlich es gibt ja nur 365 Tage oder 66, je nachdem. Aber es gibt ja nur so wenige Tage im Jahr gefühlt. Gefühlt ist ja jeden Tag Tag des irgendwas und dann wahrscheinlich mal 5 oder so. Irgendeine berühmte Person, die da geboren oder gestorben ist. Irgendetwas, was an dem Tag erfunden wurde oder so. Da kannst du wirklich alles gefühlt machen. Und ja, ich meine, so ein Videospiel wie Flive, wo es 5 Millionen CS-Sets gibt, 5 Millionen CS-Pads und du dir eigentlich alles ausdenken kannst, was ja eh fiktiv ist. Das ist ja eine fiktive Realität, eine fiktive Welt. Würde ich halt immer gucken, dass immer irgendwas ist. So. Also ich würde das so machen. Und im schlimmsten Fall musst du jetzt selber was ausdenken. Dann machst du halt Tag des Kritons oder so. Oder Wochenende des keine Ahnung was. Und dann machst du halt einfach darum ein Event oder so. Oder eine Woche des whatever. Aber sowas wie Valentinstag verstreichen zu lassen, ohne irgendwas zu machen, ist schon crazy. Also, ich meine, es ist noch nicht Valentinstag und Cash Up kommt bestimmt irgendwas. Aber ich denke halt, Cash Up Only ist halt auch wieder schlecht. Es sollte immer irgendwas sein, was man gratis haben kann, also vor allem wenn das Spiel Free-to-Play ist. Und dann halt etwas, was man vielleicht auch cashen kann. Also ich sage jetzt nicht, dass sie nichts in Cash Up packen dürfen oder sollen. Ich meine, irgendwie muss das Spiel ja finanziert werden. Aber halt beides immer. Cash Up und Ingame. Könnte ja auch legit eine Ein-Tages-Quest sein. Oder das, was sie zum 20-jährigen Anniversary von Flive gemacht haben, dieser Cloak. Oder das war eigentlich kein Cloak, aber dieser Effekt da, dieser Flive 20 Anniversary Effekt. Sowas könnte man ja auch machen. Dass du quasi eine Valentinstags-Quest machst und die ist dann legit nur für einen Tag verfügbar. Das wäre ein bisschen brutal tatsächlich, aber machst du für ein Wochenende. Also ich finde, das ist schon eine verschenkte Gelegenheit einfach, sowas verstreichen zu lassen, ohne es groß zu promoten. Wie gesagt, das hat mich bei Flive PC manchmal schon getriggert. Bei Flive PC hat noch ein bisschen mehr, weil das Spiel halt eh nicht mehr so floriert ist.
die letzten Jahre. Und da hast du wirklich gesagt, wenn du da nicht wirklich alles mitnimmst, dann schneidest du dann ins eigene Fleisch. Bei Fly Universe kann man sagen, okay, da macht das jetzt wahrscheinlich nicht so einen riesigen Unterschied. Das spielen dann an dem einen Tag mal 50 Leute weniger oder so. Oder, keine Ahnung, haben die Leute jetzt an dem einen Tag keine besondere Initiative oder keinen besonderen Grund, online zu gehen, als wenn es halt irgendwas gäbe, was es nur an diesem Tag gibt oder so. Aber heißt doch nicht nur, weil es gut läuft, kann es nicht besser laufen. Das finde ich eigentlich immer das schlechteste Argument für etwas. Nur weil es gerade gut läuft, dass du dann sagst, na gut, dann muss ich auch weniger machen. Weil sobald es dann schlechter läuft, bereust du es nur, dass du es nicht gemacht hast. Also wenn es bei Fly Universe irgendwann mal ein bisschen bergab geht, könnte man auch sagen, hätte man ja auch schon früher teilweise mal ein bisschen ankurbeln können. Hier und dann doch noch ein bisschen mehr machen, nochmal die 5% extra geben. Dann wäre es vielleicht nie so weit gekommen. Aber ja, keine Ahnung. Noch ist ja nicht Freitag, vielleicht kommt es ja noch. Aber ich wette, sie haben dieses Jahr schon andere Sachen verstreichen lassen. Mir fällt zwar nichts ein, aber irgendwas gab es da bestimmt schon, was sie auch nicht gemacht haben.